Heutzutage haben wir doch schon so viel los und müssen alles unter einen Hut bringen. Wieso sollten wir uns dann mit irgendwelchen anstrengenden Zielen noch mehr unter Druck setzen? Ich bin Priscilla. Ich bin Jonas. Herzlich willkommen bei Bucher Media. Wir machen jetzt ein bisschen Werbung für Ziele. Fühlen Sie sich manchmal ausgelaugt, schlapp, gar unmotiviert? Haben Sie einen vollen Terminkalender und die Nase voll davon? Wir haben genau das Richtige für Sie. Ziele. Ziele helfen Ihnen, einen klaren Kopf zu bekommen, Ihren Terminkalender auszumisten und Ihre Zeit sinnvoll zu nutzen. Ziele. Zu Risiken und Nebenwirkungen abonnieren Sie Bucher Media und verpassen Sie sich die volle Durchstartdröhnung für die Medienbranche. Aber jetzt mal ernsthaft, Ziele haben tatsächlich ein paar Risiken und Nebenwirkungen. Auf die kommen wir gegen Ende dieses Videos noch zu sprechen. Wir wollen ja auf diesem Kanal Dinge klar anschauen. Aber natürlich ist es einfach so, dass es unsere objektive Sicht ist. Aber eben unsere ehrliche, objektive Meinung. Dafür stehen wir mit unserem Namen. Jonas Bucher Media. Priscilla Bucher Media. Schon lustig, dass wir so heißen und auch in der Medienbranche tätig sind. Ja, Zufall. Wahnsinn. Ich wollte ja immer, dass wir Wahrsager werden und in so einem Zirkuswagen hinter einem Vorhang mit so einer Glaskugel immer sitzen und die Firma würde dann Bucher Medium heißen. Geil. Und das Objektiv der Kamera ist dann unsere Kugel, wo wir durchschauen. Nein. Okay. Also, was erwartet dich in diesem Video? Eben ganz am Ende kommen wir zu den Risiken und Nebenwirkungen, aber erst natürlich die Motivation. Zuerst erzählen wir dir, wie Ziele unser Leben wirklich verändert haben, wie sie uns dahin gebracht haben, wo wir aktuell sind, noch nicht am Ziel. Es geht immer weiter. Oh Gott, es hört nie auf! Ja. Dann stellen wir dir ein gutes Buch zu dem Thema vor, weil wer viel liest, lebt zweimal. Und jetzt kommt erstmal eine Aufzählung, in welchen Bereichen Ziele sinnvoll sind. Privat, Geschäftlich, im Sport, finanziell, gesundheitlich, in der Ernährung, aber das ist ja das Gleiche wie gesundheitlich. egal. In der Beziehung, Sogar beim Hobby, beim Wohnen beim Altern, und der Nutzung von Social Media. im Umgang mit Menschen. Einfach überall, wo wir weiterkommen wollen. Nach 12 Jahren Mediengroßstadtdschungel München sind wir zurück in unsere Heimat, die Schweiz, gekommen und haben Bucher Media gegründet. Und das hätten wir nie getan, wenn wir nicht irgendwann angefangen hätten, uns Ziele zu setzen. Und zwar nicht nur diffus in unseren Köpfen. Ich wäre gern gesund, aber ich bin halt jetzt krank. Die Ärzte sagen, sie können nichts tun. Nur mit Medikamenten die Schmerzen lindern, aber ich wäre schon gern gesund. Das wäre echt schön. Ich hätte gern mal einen Tesla. Also, ich hätte gern und es wäre schön, wenn, sind keine Ziele. Ziele sind konkret und sie haben auch ein Datum. Also sollte man Ziele aufschreiben. Erst dann werden sie nämlich ausformuliert, so richtig. Und dann kann man eben noch ein Datum hinschreiben, bis wann man das Ziel erreicht haben will. Das Thema ist so riesig, wir versuchen das einfach ein bisschen zusammenzufassen und mit ein paar Beispielen von uns euch näher zu bringen. Deswegen erzähle ich ein Beispiel von mir und du erzählst ein Beispiel von dir. Okay, wer fängt an? Ich. Das war ja klar, oder? Nee, soll ich anfangen? Ja, fang an. Okay. Das Ziel war folgendes. Umzug von München in die Schweiz an den Thunersee, eine geeignete Wohnung finden und dann hier eine Firma gründen, die uns finanziell so versorgt, dass wir auch Platz haben, ein bisschen Projekte auszuprobieren, die sich nicht direkt rentieren müssen. Also das Ziel war gesetzt und um es zu erfüllen oder zu erreichen, mussten hunderte kleine Schritte umgesetzt werden. Aber bevor wir dazu kommen, sprechen wir noch kurz darüber, wie konkret wir dieses Ziel ausformuliert haben. Also wir haben so richtig eine Liste angefertigt und auch einen Grundriss gezeichnet, ganz konkret, 4,5 Zimmer, Balkon, Seesicht unbedingt, wenn man schon am See wohnt und dann... Und ein netter Vermieter, weil wir eine schlechte Erfahrung gemacht haben. Ja, kein Vermieter. Darf man das sagen? Ja, das darf man sagen. Glaub nicht. Kein Wichser. Man weiß ja nicht, welcher, nicht ein Vollwichser. Man weiß ja nicht, welchen man meint. Wir haben ja in verschiedenen Wohnungen gewohnt in München. Okay. Ne, wir wollten einen netten Vermieter. Genau. Das war uns wichtig. Das war ein Wert. Da haben wir dann gemerkt, dass uns das wichtig ist. Und was war auch wichtig? Der Preis. Also das ist ja eine hochpreisige Gegend hier. Wir wollten
eine Wohnung, die bezahlbar ist. Ja. Der Preis war eigentlich mit das Wichtigste, weil nur mit einem geeigneten Preis für die Wohnung konnten wir das Ziel überhaupt umsetzen. Ihr erinnert euch, also eine Firma zu gründen, die unsere Familie finanziell versorgt und aber auch uns ermöglicht, eben Projekte umzusetzen, die sich nicht rentieren müssen. Und eben die Miete ist ja eigentlich ein hoher Ausgabeposten bei fast allen. Also diesem Ziel musste sich wirklich alles unterordnen. Und das geht nur, wenn man sich eben gemeinsam darauf festlegt. Und das ist schnell gesagt, aber es ist nicht so einfach. Es bedeutet nämlich viel Verzicht. In München hatten wir eine mega geile Wohnung in bester Lage, konnten öfters mal essen gehen und es uns gut gehen lassen. Aber es war natürlich nicht immer so. In der ersten Zeit, wo wir in München lebten, waren wir sogar unterhalb der Armutsgrenze. Aber so sind wir uns das wenigstens gewohnt, dem ganzen Konsumwahnsinn aus dem Weg zu gehen. Und das ist unglaublich befreiend auch. Für die Firma hatten wir auch einen Plan. Gleich in der ersten Woche nach dem Umzug sind Priscilla und ich zum Treuhänder geradelt und haben alles aufgegleist. Da haben wir zuerst eine einfache Gesellschaft gegründet, weil wir hatten nicht mal das Kapital für eine GmbH. Dafür gaben wir uns nämlich ein halbes Jahr Zeit und hatten dann innerhalb von einem halben Jahr das Kapital zusammen, eben die GmbH zu gründen. Und was die Dienstleistungen angeht, die wir anbieten wollen, haben wir natürlich auch eine Liste gemacht. Und da ist es so, dass Planung zwar gut ist, aber für diesen Zweck eigentlich, das kann man gar nicht planen, das kann man gar nicht richtig planen. Also man muss dann wirklich flexibel sein und schauen, was passiert. Es ist dann oft eben wichtiger, einfach anzufangen und da haben wir hier ein Video für dich gemacht. Also spulen wir nochmal zurück zu dem Zeitpunkt, wo wir eben diesen Plan gefasst haben, dieses Ziel gesetzt haben. Jetzt ging die ganze Rechnerei los über die Abhängigkeiten und welche Schritte man zuerst machen muss, welche Schritte kann man gleich tun, welche Schritte kann man erst kurz vor dem Umzug machen und so weiter. Wann muss ich kündigen? Wann müssen wir die Wohnung kündigen? Sollen wir die Firma schon von hier aus gründen? Nein, lieber nicht. Wann sind in der Schweiz Schulferien im Sommer? Alles Mögliche. Wenn man sich nämlich ein Ziel gesetzt hat, dann geht eine Reise los. Schritt für Schritt. Jedenfalls ist es im Leben scheinbar besser, tätig zu sein als untätig in den meisten Fällen. Ich weiß auch nicht warum, aber scheint so zu sein. Also ein Ziel formulieren, aber dann auch einfach loslegen. Je nachdem ändern sich Details oder auch ganze Bestandteile. Wir machen jetzt viel Trailer fürs Fernsehen, viel B2B und Imagefilme, größere Spezialprojekte. Und dann arbeite ich ab und zu für das VBS. Das ist das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport. Und ich hätte nie gedacht, dass ich für die irgendwann arbeite. Aber es ist wirklich super. Es bringt uns unserem Ziel näher. Ich liebe es. Es hat sich halt einfach so ergeben, weil wir auf dem Weg zum Ziel waren. Und jetzt sind wir hier und erzählen euch auf dem YouTube-Kanal von Bucher Media, wie wir uns Ziele setzen. Das ist so crazy für mich, weil das eben mit dem Ziel zu tun hat, von dem ich euch gerade erzähle. Also man könnte sagen, Ziel erreicht. Und das ist einfach ein geiles Gefühl. Und das bringt für mich so eine Lebensqualität, die ich nie erwartet hätte für mein Leben. Ich habe erst mit 35 Jahren wirklich begriffen, dass es Zeit wird, mir langfristige Ziele zu setzen. Und mit langfristig meine ich Jahrzehnte, also 10 Jahre und mehr. Und je älter ich werde, umso knapper wird die Zeit, solche langfristigen Ziele erreichen zu können. Weil das ja klar ist. Also du weißt schon, dass wir 120 werden, gell? Also ich, ja. Was hast du vor? Ich habe doch gesagt 120. 120. Ich auch. Die Zahl kann ich mir merken. Ja, ist Du auch weißt, realistisch. ich habe so ein Zahlenproblem. Meinen Zugang zu langfristigen Zielen hatte ich über Finanzthemen. Vor allem Vorsorge und Themen rund um Aktien, um langfristiges Investieren. Halt dein Club, nicht schon wieder an. Und jetzt zeige ich dir mit meiner Methode, wie du innerhalb von einer Woche Millionär werden kannst. Kaufe einfach meinen Online-Kurs. Okay. Halt dein Club. Bin ich jetzt mal dran? Nein, noch nicht. Ein Buy-and-Hold-Anleger, also ein Mensch, der sich Aktien kauft und so lange hält, wie es geht, der denkt in Jahrzehnten. Das hat mir eine neue Sicht auf meine Lebenszeit gegeben und darauf, wie kurz das Leben ist. Und ja, ich habe diese Lektion gelernt, wo ich mich mit Geld auseinandergesetzt habe. Und es hat ja trotzdem Einfluss auf alles, was ich tue. Sagst du das, weil du denkst, dass Geld oberflächlich ist, oder? Ja, vielleicht denken manche Menschen, Geld ist ja nur Geld und ist oberflächlich. Ach so.
Nee, ich glaube, das oberflächlich ist der es besitzt, oder? Er ist halt nicht oberflächlich. Geld ist ja neutral. Ja, Geld ist neutral, Leute. Also diese langfristige Perspektive hat Einfluss darauf, wie ich mein Leben lebe, wie ich in den Tag starte, wie ich mit meinen Kindern umgehe, mit Priscilla, einfach auf alles. Es hat mir eben gezeigt, dass die Zeit begrenzt ist und dass man sie nicht zurückspulen kann. Kannst du nochmal deinen Zurückspuleffekt machen? Ach so, okay, nochmal. Schlecht. Ich habe aber auch kurzfristige Ziele, die ich jeden Tag erreichen will. Die schreibe ich am Vortag immer auf und streiche sie dann durch, wenn ich sie erreicht habe. Es hat mit der Morgenroutine zu tun und darüber machen wir ein eigenes Video. Yeah, Morgenroutine. Also wir haben jetzt ja kurz schon angedeutet, dass ich jahrelang krank war und ich habe mich von den besten Ärzten behandeln lassen und der Grundtenor war, dass ich lernen müsste, mit den chronischen Erkrankungen zu leben. Ich war jedoch mit dieser Prognose überhaupt nicht einverstanden, weil ich mir sehr gewünscht habe, wieder zurück zu meiner ganzheitlichen Gesundheit zu finden. Das ist gar nicht so leicht, vor allem wenn man von Autoritätspersonen hört, dass es nichts zu machen gibt und dass man einfach mit dieser Erkrankung leben muss. Also habe ich mir ein unvernünftiges Ziel gesetzt. Ich habe mir gesagt, dass ich wieder gesund werde. Ich übernahm Verantwortung und setzte mich mit meinem Körper auseinander. Ich ließ Unmengen an Studien. Das waren medizinische, spirituelle, biochemische und neurowissenschaftliche Bereiche, die ich abgeklappert habe und wo ich einfach ausprobiert habe. Ich habe nicht locker gelassen und habe alle Erfahrungen mitgenommen auf dieser Reise zu meinem Ziel, nämlich der ganzheitlichen Gesundheit, bis ich den Schlüssel zu meiner persönlichen Heilung gefunden hatte. Es gab Leute, die mich dafür belächelten. Es gab Menschen, die mir diesen Weg ohne ärztliche Begleitung ausreden wollten. Aber schlussendlich hatte ich nicht das Ziel, mich vor anderen Menschen zu rechtfertigen, sondern mein Ziel war es, ganzheitlich zu heilen. Und dieses Ziel habe ich erreicht. Ja, es ist einfach für mich auch mega krass, dass Priscilla dieses Ziel erreicht hat, weil das war ein Ziel, wo ihr niemand helfen konnte. Ich konnte sie einfach unterstützen, einfach mental oder sie ermutigen, dran zu bleiben. Aber das ist so eine Art von Ziel, die jeder für sich mit sich selber vereinbaren muss. Und das sind so krasse Ziele, weil ich glaube, da wächst man einfach auch unglaublich und lernt so unglaublich viel, was alles möglich ist. Ich glaube, man lernt vor allem Ängste zu überwinden, ja. So grundsätzlich. Ja, und das ist was man dann mitnimmt. Aus diesem Ziel eben, dass du gesund geworden bist, hast du ja noch viel mehr mitgenommen. Das ist geil. Wir machen dann irgendwann später noch eine Folge, die diesem ganzen Thema Ziele setzen noch eine Dimension draufsetzt. Es wird ein bisschen abgefahren und interessant, aber es geht um autogenes Training und Meditation. Yay. Also wenn ich bei YouTube Auto eingebe, dann kommt nicht irgendein Tuning-Video oder ein Tesla-Video, sondern da kommt dann gleich autogenes Training, obwohl ich schon gern eben einen Tesla hätte. Aber der kommt mit einem autogenen Training von ganz alleine. Garantiert. Earl Nightingale hat es etwa so formuliert: Wenn wir unser Ziel immer vor Augen haben, bewegen wir uns automatisch darauf zu. Sobald wir wissen, wohin wir wollen, wissen wir auch, warum wir morgens überhaupt aufstehen. Und wir wissen, warum wir arbeiten. Weiter sagt er, dass 2 Dinge zu beachten sind, um ein Ziel zu erreichen. Das erste: Jeder muss sein Ziel konsequent vor Augen halten, damit er nicht vom Weg abweicht. Zweitens: Jeder muss erkennen, dass er mehr Möglichkeiten besitzt, als er bisher glaubte. Mehr Möglichkeit für die Entfaltung seiner Fähigkeiten. Und jetzt noch ein Buch, was ich sehr inspirierend fand. Letztens war ich hier in der Nähe auf einem Berg. Ich fahre manchmal hoch auf den Berg, vor allem wenn es hier unten neblig ist, da oben heiter Sonnenschein. Dann schnappe ich mir den Laptop und arbeite auf einem Gipfel. Und da war ich letztens eben auch und dann auf dem Runterfahren war ich in der Gondel mit deutschen Touristen. Und der Sohn, der war etwa 11, 12 Jahre alt, der sagte immer Pfande anstatt Pfand. Und das fand ich lustig. Nonsens. Also, dieses Buch fand ich sehr inspirierend. Ich war da zwar schon recht im Thema drin, wo ich das Buch gelesen habe, aber es hat mich trotzdem nochmal herausgefordert und gepusht und eben, wie gesagt, inspiriert. Es hat einfach gut, nochmal schwarz auf weiß zu lesen, dass Erfolg nichts mit Intelligenz zu tun hat und auch nichts mit Talent. Nur mit Eiern. Nur mit Stahl. Nur mit Glück. Genau.
Ne, eben auch nicht mit Glück natürlich. Weil Glück hat jeder ungefähr gleich viel auf ein Leben verteilt. Man kann schon einmal voll krass Glück haben, aber sieht man ja eben an so Lottogewinnern, die nicht diese Einstellung haben, irgendwelche Ziele zu erreichen oder erfolgreich zu sein. Das ist ja voll erstaunlich, dass eben viele danach finanziell... Das Geld verpufft einfach. Ja, ist einfach wieder weg und sie sind danach noch ärmer dran als davor. Schon spannend. Also es hat nichts mit Glück zu tun. Und vor allem, dass wenn man immer nur das macht, was man gut kann und wo man sich wohlfühlt, man ja nicht wachsen kann. Das war für mich auch so eine Erkenntnis. Und was mich auch motiviert hat, sind diese Geschichten. Da sind ganz viele Geschichten von Menschen drin, die sich unglaubliche Ziele gesetzt haben und diese dann erreicht haben. Viele von denen kannte ich schon, aber ich wusste nicht, was die alles erlebt haben auf dem Weg zu ihrem Ziel, weil das ist meistens ein steiniger Weg mit vielen Rückschlägen. Einer meiner Lieblingssätze aus dem Buch: Setze dir größere Ziele, als du und deine Mitmenschen es für vernünftig halten. Das fand ich mega gut. Vernünftig. Dieses Wort, das triggert mich irgendwie. Das triggert mich. Du vernünftiger Junge. Du vernünftiger Junge. Vernünftig. So ein Kackwort. Einatmen. Also, welche Geschichten sind da drin? Zum Beispiel Howard Schultz, der Starbucks weltweit aufgebaut hat. Richard Branson, der jetzt auch mit diesem Virgin Galactic Raumfahrt-Tourismus betreiben will. Mega geil. Coco Chanel, die kennst du wahrscheinlich besser. Ja, natürlich. Weißt du was über die? Ja. Okay. Sie hat Hosen getragen, als man noch keine Hosen trug. Okay. Ja. Madonna. Ja, bei Madonna finde ich interessant, die kann ja gar nicht so gut singen, gell? Ja, aber sie hat Charisma. Ja, und Ziele, scheinbar hatte sie Ziele. Ja. Garry Kasparov, der Schachspieler. Und natürlich Arnold Schwarzenegger, den ich persönlich sehr feiere. Habt ihr zum Beispiel gewusst, dass er, bevor er in Hollywood durchgestartet ist, schon Millionär war? Das wusste ich nicht. Und wie er Millionär wurde, findet ihr eben in diesem Buch. Und das war eigentlich auch mit ein Grund, warum er überhaupt in Hollywood durchstarten konnte, weil er eben finanziell schon unabhängig war und ja so bei Castings eine ganz andere Voraussetzung hatte als jemand, der die Rolle unbedingt braucht. Oder Warren Buffett, ja, bevor er der erfolgreichste Investor ever wurde, hat er bei sich in der Bibliothek, in der öffentlichen Bibliothek, jedes Buch gelesen, was im Titel das Wort Finanzen trug. Freak. Und er hat die natürlich nicht nur gelesen, er hat die wirklich studiert. Und da ist Priscilla für mich ein Vorbild. Wenn Priscilla ein Buch liest, dann kann man das dann nicht mehr auf Amazon verkaufen oder im Bücherflohmarkt, weil da überall steht was gekritzelt oder mit, wie sagt man, Leuchtstift. Ja. Überall Querverweise, alles Mögliche. Den Link zum Buch Setze dir größere Ziele findest du unten in der Videobeschreibung. Ich mache dann diesen Freitag noch ein ausführliches Video nur über dieses Buch und erzähle dann noch ein paar Beispiele aus unserem Leben. Jetzt zu den Risiken und Nebenwirkungen. Wie geht man damit um, große Ziele im Leben zu haben und trotzdem glücklich und zufrieden zu bleiben? Das ist für mich persönlich ein großes Thema, weil ich mich sehr schnell gestresst fühle und die Ziele, die ich habe, unbedingt ganz schnell umsetzen möchte. Also wie kann ich glücklich und zufrieden im Hier und Jetzt sein, obwohl ich große Ziele habe? Ja, ich möchte dahin, aber ich bin noch nicht da. Ich habe zum Beispiel Kinder, einen kleinen Hund, einen Ehemann. Ja, die Gegenwart ist halt auch wichtig. Ja, die Spannung ist immer, mit den Zielen ist man ja in die Zukunft gerichtet. Aber die Gegenwart passiert ja jetzt. Also ich bin jetzt eben Vater von 2 Kindern. Sollen die eben mit einem Vater aufwachsen, der ständig nur in die Zukunft visioniert und gar nicht im Hier und Jetzt ist? Das kann ja auch nicht die Lösung sein. John Lennon hat da gesagt, Leben ist das, was passiert, während du beschäftigt bist, andere Pläne zu machen. Oder Peter Ustinov sagte, jetzt sind die guten alten Zeiten, nach denen wir uns in 10 Jahren zurücksehnen. Und noch einer, Einstein soll gesagt haben, mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben. Also, wie schaffen wir es, im Moment zu leben, obwohl unsere Ziele in der Zukunft liegen? Ich weiß es nicht, ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, es hat mit Dankbarkeit zu tun. Echt, du bist dir nicht ganz sicher? Nee. Ich bin mir sicher. Okay. Ich glaube, Dankbarkeit ist der Schlüssel zur Gegenwart. Du glaubst. Ich glaube, ich bin Gläubige. Ich glaube. Ich glaube an die Dankbarkeit. Ja, ich glaube auch. Also wenn man eben
zum Beispiel in der Morgenroutine einen Teil einbaut, wo man einfach dankbar ist für das, was ist, dann hilft einem das bestimmt, eben im Moment zu leben. Und trotzdem kann man Ziele in der Zukunft haben. Aber am besten, ihr probiert es einfach aus. Oder habt ihr noch einen Tipp, den man diesen Risiken und Nebenwirkungen entgegensetzen kann? Schreibt einfach einen Kommentar. Und derweil setzt euch große Ziele, seid unterwegs und währenddem ihr unterwegs seid, bleibt nett zueinander.